Wildwuchs. Ich erkläre euch in diesem Video, was Wildwuchs eigentlich genau ist, wo Wildwuchs herkommt und was man dagegen machen kann. Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuen Video. Mein Name ist Sandro und ich bin Piercer und Bodymodder bei Devil's Arts. Diesmal geht es um ein häufig vorkommendes Problem bei Piercings, nämlich der sogenannte Wildwuchs oder wie manche sagen Wildfleisch. Viele Leute haben Wildwuchs, aber was ist das eigentlich genau? Bei Wildwuchs handelt es sich ganz einfach um eine Hautwucherung. Der fachlich korrekte Ausdruck aus der Medizin dafür ist Keloid und das ist eigentlich ein gutartiger Tumor. Ja, manche werden sagen, ich lasse mir ein Piercing stechen, habe deswegen einen Tumor. Warum? Woher kommt Wildwuchs? Wildwuchs kommt beispielsweise durch unzureichende Pflege oder wenn man ganz einfach zu früh aufhört, das Piercing zu pflegen, weil es sich einfach schon verheilt anfühlt. Wie das genau entsteht, erkläre ich euch jetzt mal genauer. Wenn sich ein Piercing in der Heilungszeit befindet, dann sondert es immer erstmal Sekrete ab. Am Anfang rotes Wundsekret aus geronnenen Blutresten und später dann weißes Wundsekret, was seine Farbe von den darin enthaltenen weißen Blutkörperchen hat. Das ist ein Zeichen der Heilung und vollkommen normal. Achtung, weißes Wundsekret nicht mit Eiter verwechseln. Eiter ist grünlich-gelb und riecht eventuell unangenehm und weißes Wundsekret ist weißlich-gelb. Zurück zum Thema. Sekrete werden vom Stichkanal abgesondert und trocknen auf dem Piercing-Schmuck. Durch die Bewegung vom Piercing-Schmuck werden diese Sekrete in den Stichkanal reintransportiert und wirken wie Schleifmittel. Der Stichkanal wird also dadurch gereizt und nässt und dann bildet sich dadurch neue Haut. Das Ganze geht immer so weiter und da entsteht dann diese Hautwucherung durch. Wildwuchs kommt ja überwiegend bei Piercings im Knorpelbereich vor. Der Grund, warum das bei Knorpelpiercings sehr schnell passieren kann, ist der Druck. Knorpel ist hartes, faseriges Gewebe und das wird beim Piercen einfach zur Seite geschoben und drückt immer auf den Schmuck. Das ist auch der Grund, warum Knorpelpiercings besonders langsam heilen, weil es einfach eine Weile dauert, bis der Knorpel sich richtig um den Schmuck rumgelegt hat. Bei Piercings mit zwei Stichkanälen, die miteinander verbunden sind, wie beim Industrial Piercing, da entsteht natürlich noch mehr Druck. Naja, jetzt habt ihr aber schon Wildwuchs und ihr wollt natürlich wissen, was ihr dagegen tun könnt. Manche empfehlen gegen Wildwuchs Silikonschutzplatten, die das Ganze einfach wieder reindrücken sollen. Ich halte davon ziemlich wenig, es ist einfach unlogisch, dass sowas helfen kann und es kann durch den Druck auch eine Entzündung hervorgerufen werden. Die Silikonschutzplatten sind auch eigentlich für einen ganz anderen Zweck entwickelt worden. Um etwas gegen Wildwuchs zu tun, müsst ihr euer Piercing ganz einfach wieder ausgiebig pflegen, so wie man es bei frischen Piercings tun sollte. Einfach nur desinfizieren bringt euch da gar nichts. Das Wichtigste ist im Prinzip, die immer wieder nachkommenden Sekrete mit pH-neutraler Seife abzuwaschen. Ihr könnt euch auch mal mein Piercing-Pflegevideo ansehen, da wird die perfekte Pflege nochmal ganz genau beschrieben. Wenn das Stechen schon ein paar Wochen her ist, dann braucht ihr das Piercing auch nicht mehr desinfizieren. Das kann sogar Nachteile mit sich bringen, je nachdem, was ihr zum Desinfizieren verwendet. Wenn aber ein unbedenklich lang anwendbares desinfizierendes Gel angewendet wird, ist das von Vorteil. Dazu kann ich euch das Bronto-Lint Tattoo & Piercing Gel empfehlen. Das ist unbedenklich lang anwendbar, sehr schonend und hält den Wundschorf ein bisschen geschmeidig. Ihr müsst da eventuell wirklich viel Geduld mitbringen und über lange Zeit ausgiebig und regelmäßig euer Piercing pflegen und dann bildet sich der Wildwuchs über lange Zeit wieder zurück, wenn er nicht zu fortgeschritten ist. In schlimmeren Fällen, wo der Wildwuchs wirklich sehr stark fortgeschritten ist, kann es sein, dass das wirklich nicht mehr ausreicht. Dann müsste es vom Chirurg oder vom Bodymodder weggeschnitten werden. Wie das aussieht, könnt ihr euch in diesem Video mal ansehen, aber versucht es erst ruhig mal so, wie ich erklärt habe. Wenn ihr weitere Videos dieser Art oder Making-of-Videos von unseren Arbeiten sehen möchtet, dann abonniert unseren Kanal. Wenn ihr nichts verpassen möchtet, dann aktiviert auch noch die Glocke. Das war's zu diesem Thema. Ich hoffe, ich konnte vielen Leuten mit dem Video hier helfen. Bis zum nächsten Mal, euer Sandro.